Willkommen. Kennt ihr Ottilie Röderstein? In einer Zeit, in der Frauen kaum Zugang zur Kunstwelt hatten, schaffte sie es mit Entschlossenheit und Talent, sich als Malerin zwischen Tradition und Moderne zu behaupten. Trotz gesellschaftlicher Widerstände und familiärer Bedenken wurde sie zu einer international angesehenen Porträtmalerin und setzte sich mit ihrer Lebenspartnerin für Frauenrechte ein. Schauen wir uns ihren Lebensweg an. Sie wurde 1859 in Enge bei Zürich als Tochter eines deutschen wohlhabenden Kaufmanns geboren. Nach anfänglichen Kämpfen mit ihrer Mutter erhielt sie schließlich von ihrem Vater die Erlaubnis zur Ausbildung bei Eduard Pfiffer in Zürich. Danach studierte sie mit 20 Jahren in der Damenklasse der Berliner Akademie bei Karl Gussow, lebte im Haus ihrer Schwester und knüpfte wichtige Kontakte in der KünstlerInnen-Szene. Ab 1882 arbeitete sie in renommierten Ateliers in Paris und war eine der ersten Frauen, die dort abends Aktmalerei studierte. Damals ein Tabubruch. Sie finanzierte sich durch Porträtaufträge, eröffnete ein eigenes Atelier und unterrichtete selbst. Sie erhielt später 2 Silbermedaillen auf Pariser Weltausstellungen. 5 Jahre später zog sie zurück nach Zürich, behielt aber ihr Pariser Atelier bis 1914. 1885 lernte sie in Zürich ihre langjährige Lebensgefährtin, die Gynäkologin und Chirurgin Elisabeth Winterhalter, kennen und zog mit ihr 6 Jahre später nach Frankfurt am Main und bekam bald zahlreiche Aufträge. Gemeinsam engagierten sie sich für das Frauenstudium und gesellschaftliche Teilhabe. Sie war auch Vorstandsmitglied im Frauenkunstverband um Käthe Kollwitz. 1907 zog das Paar nach Hofheim am Taunus. Dort war sie als angesehene Malerin aktiv, nahm an vielen Ausstellungen teil und bildete junge Künstlerinnen in ihrem Atelier aus. Bis zu ihrem Tod 1937 galt sie als gefragte Porträtmalerin. Sie starb im Alter von 78 Jahren in Hofheim. Schauen wir uns ihren Malstil und Motive genauer an. Anfangs malte sie realistisch und detailreich, geprägt von französischer Porträtkunst und der dunkeltonigen Malerei der Akademie. Später hellte sie ihre Palette auf und fand in den 1920ern zu einer nüchternen, charaktervollen Bildsprache. Sie spezialisierte sich vor allem auf Auftragsporträts, bei denen sie die individuellen Charakterzüge ihrer Kunden meisterhaft einfing. Im Laufe der Zeit fertigte sie zudem mehrere Selbstporträts an, in denen sie sich meist mit einem ernsten, beinahe grimmigen Blick präsentierte. Ihr Werk ergänzte sie mit allegorischen, biblischen und alltäglichen Szenen sowie klar strukturierten Stillleben. Zu ihren bekanntesten Werken zählen das Selbstbildnis mit Hut, das Selbstporträt mit Pinsel sowie das Bildnis Elisabeth Winterhalters. Mit über 300 Gemälden hinterließ sie ein beeindruckendes Zeugnis weiblicher Selbstbestimmung, auch wenn ihr figürliches Werk nach dem Zweiten Weltkrieg angesichts abstrakter Strömungen rasch in Vergessenheit geriet. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Ottilie Röderstein gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten und falls ihr weitere Informationen zu ihrem Leben und Werk habt, schreibt dies bitte in die Kommentare.